Lass uns heute etwas sehr Interessantes zeichnen, was man kaum noch sieht, aber für die Zeichnung ein wundervolles Landschaftselement ist, nämlich einen schönen alten Brunnen. Ja. So, was brauchen wir dafür? Natürlich Bleistift und Papier ist klar, aber es geht erstmal um die Grundform. Okay, lass uns loslegen. Erst einmal auf meinem Schmierblatt. Also, was ist der Brunnen? Ich hatte ja in meinen anderen Videos bereits gesagt, dass wir einen Zylinder haben. Ja, und der Brunnen funktioniert genauso wie ein Zylinder. Hier können wir leicht drauf schauen. Wenn wir den Brunnen in einer anderen Perspektive zeichnen, können wir nicht reinschauen in den Brunnen. Ja, und wenn wir ganz von oben rauf schauen, öffnet sich die Ellipse noch mehr. Muss mal aufpassen, dass ich hier drauf bleibe. Und wir können halt richtig reinschauen, ja. So funktioniert das Ganze also im Grunde genommen ist es ein Zylinder. So legen wir jetzt los. Also, wir nehmen uns einfach eine Lichtrichtung. Das ist immer gut festzulegen. Warum? Dann hast du Orientierung in der Zeichnung. Ja, ich schau mal kurz, ob das Papier alles drin ist. Ja, passt alles. So, also legen wir los. Wir fangen mal an. Also Licht kommt von schräg oben. Wir fangen mal an. Hier. Wir wollen leicht reingucken in den Brunnen. Und wir zeichnen uns sozusagen ganz locker vor die Zylinderform. Nimm einen Bleistift, ich habe hier ein 2B, drückt nicht so viel auf. Wir wollen uns erstmal das ganze Modell skizzieren. Also die Öffnung rein. Das ist auch kein bestimmter Brunnen, einfach ein lockerer Brunnen. Nicht nach Vorbild, sondern nach Gefühl zeichnen wir den mal. Ja, so. Dann haben wir ja gesagt, wo ist mein Büchlein? Wir brauchen ja hier zwei Pfähle, ja, wo eine Stange dazwischen ist, und durch das Kurbeln bekommen wir unseren Eimer hoch. Also, da wir leicht drauf gucken, zeichnen wir uns hier einen Baumstamm. Wir bauen das richtig. Und hier noch ein. So. Der hintere ist ein bisschen kleiner. Der vordere ein bisschen größer, weil er uns näher ist. Ja. So. Jetzt haben wir schon mal so grob unser Grundkonstrukt gezeichnet. Ja. Du siehst, wir können leicht reingucken. Es geht von uns weg. Es hat Tiefe. Das Licht kommt von links. Das haben wir auch festgelegt. Also wir haben Perspektive und Lichtquelle festgelegt. Wir haben die grundsätzliche Form erstmal festgelegt. Und jetzt können wir sozusagen so ein bisschen rumspielen. Also legen wir mal los. Wir folgen hier dieser Form und machen hier einfach Steine an den Brunnen. Ja? So, hier ein, hier ein, hier ein, hier ein. Und jetzt gehen wir in die Zwischenräume rein. Und hier wieder was Ähnliches. Ja. Von der Perspektive her, die Steine am Rand werden natürlich kleiner. Ja, in der Mitte sind sie größer. Okay? So, dann lassen wir die Steine hier oben auch noch rübergehen über den Rand. Wie gesagt, skizziere erstmal ganz locker. So, jetzt haben wir schon mal ein Grundkonstrukt uns geschaffen. Das Licht kommt von links, okay? Das bedeutet, wir machen uns das hier ein bisschen dunkler. Das Licht wird hier wieder heller.
nicht das Licht, sondern das Mauerwerk. Und auf der Seite machen wir uns auch den Brunnen etwas dunkler. So, jetzt zeichnen wir uns mal vorne hier die Steine etwas rein. Mal ein bisschen runder. Und hier unten auch. Ein paar Ecken reinmachen. Nochmal so ein Mix aus Feldsteinen. So. Okay. Der Seite dunkler, weil hier der Schatten ist. Und dann müssen wir die Steine schon mal etwas dunkler machen. Hier unten gehen wir nicht so ran. Hier machen wir uns erstmal so ein bisschen Gras rein. Wir wollen ja so keinen asphaltierten Brunnen, sondern einfach, dass der hier ein bisschen lebendig steht. Ja? So. Das machen wir ja auch dunkler. Das Licht kommt immer von da. Das ist der Vorteil, wenn du dir die Lichtquelle festlegst, ja, dass es dir beim Zeichnen leichter fällt. Der Pfahl wirft hier ein wenig Schatten, weil er am Brunnen dran ist. Machen wir auch ein bisschen dunkler. So, was als nächstes? Ich schau mal kurz, ob wir so hinkommen. So, wir verstärken also die Steine weiter und machen das Ganze mal ein bisschen lebendiger. Ja? Kannst du hier bei den Steinen ein bisschen rumspielen. Bei den Fugen auch. So, da ja die Steine nicht weiß sind, gehe ich hier auch ein bisschen rum. Wichtig ist immer, dass du schaust, dass diese Seite, die lichtabgewandte Seite, dunkler bleibt. Ja? So, hier wirft der Pfahl auch ein bisschen Schatten, der hier steht. So, weiter geht's. Ich werde mal zu meinem 4B Stift wechseln. Der ist ein bisschen dunkler. So, auch die Seite der Pfähle ist dementsprechend etwas dunkler. So, da das Licht um den Pfahl rumgeht, machen wir das auch, die Pfähle ein bisschen dunkler. Auf der rechten Seite. Lassen es nach links langsam ausweichen. Auslaufen, nicht ausweichen. Hier genau dasselbe. Wie gesagt, versuch erstmal das Prinzip zu erfassen. Ja. Führ dich ein in die Zeichnung, behalte immer die Lichtquelle. Im Hinterkopf. Dann siehst du, wie sich das alles Stück für Stück ergibt. So, jetzt gehe ich hier bei den Steinen noch mal ein bisschen rein. Mach ab und zu mal eine Fuge größer. Ja. Damit der eine gewisse Lebendigkeit bekommt. Ja. Siehst du? Unten sind die Steine meistens ein bisschen größer, weil er unten stabiler sein soll, weil er dort die ganze Last trägt. So, wie gesagt, das Ganze machen wir letztendlich noch ein bisschen lebendiger. So, du siehst, wie sich das langsam entwickelt. Immer Stück für Stück tasten wir uns ran. Ja. So, jetzt nehmen wir uns mal den Papierwischer, um hier die Übergänge ein bisschen zarter zu machen und einfach nicht, ja, dass es nicht zu viel Arbeit macht. Wir wollen ja hier den Brunnen erstmal skizzieren.
So, dass wir halt wie so eine Grundlage uns geschaffen haben. Ja? Du siehst ja auch, dass hier, wenn die Sonne von da kommt, haben wir hier auch Schatten. Ja? Der Pfahl wirft einen Schatten, der Brunnen macht letztendlich hier einen Schatten. Und du siehst mit jeder Überlegung, die wir machen und zeichnerisch, wird das immer klarer, was hier eigentlich passiert. Ja? Man könnte sagen, Denken ist Zeichnen. Wie gesagt, zeichne das nicht ab. Vielleicht guckst du auch nur einfach zu, ist auch okay. Es geht letztendlich darum, einfach erstmal die wichtigsten Dinge zu erfassen. So, hier verstärken wir nochmal ein paar Kanten, gehen wir nochmal dunkler rein bei manchen Ecken, dann wird der Brunnen so ein bisschen, wie soll ich sagen, ja, lebendiger, ne? Dynamischer. So. Siehst du, wirkt schon mal. Ein bisschen Gras ist immer gut, um so die Lebendigkeit ein bisschen anzudeuten. So, jetzt brauchen wir ja noch, wie kriegen wir das Wasser nach oben? Also, legen wir los. Wir folgen wieder der Perspektive und zeichnen uns hier die Horizontale ein. Also ganz einfach die Stange, die hier drin ist, um das Wasser nach oben zu befördern. So. Jetzt, die Stange ist ja ein Zylinder. Also müssen wir die unten ein wenig dunkler machen. Okay? So. Die Stange kommt natürlich hier wieder raus. So. Und hier machen wir uns jetzt einfach so eine Kurbel ran. So, hier noch ein bisschen dunkler unten. Weil wir müssen immer zeigen, wo sozusagen Licht und Schatten ist, damit es ja eine gewisse Lebendigkeit hat. Ja? So, kommt hier das Seil. Das machen wir einfach ganz einfach hier. Geht hier rein. Kommt hier rum. Und machen wir hier unten natürlich ein bisschen dunkler. So, wie gesagt, nur andeuten. Wenn man den Brunnen vielleicht jetzt ja dreimal so groß zeichnen wollte, müsste man natürlich wesentlich genauer werden. Ja, ein paar Blümchen rein hier. So, jetzt machen wir hier hinten noch bei den Holzfehlen. Zeigen wir noch, dass das Holz ist, ja. Dann stellen wir uns hier einfach noch den Eimer hin. Ach, wir machen mal hier noch ein bisschen hinter dem Pfahl noch ein bisschen
bisschen mehr. Bisschen Gestrüpp hier noch machen. Hinten einfach rein. Ja. Und dann zeichnen wir hier halt unseren Eimer hin. Funktioniert wieder nach dem gleichen Prinzip. Damit meine ich, ist wieder ein Zylinder, Henkel rum. Hier machen wir den auch ein bisschen dunkler. Hier auch wieder. Licht kommt ja von der gleichen Seite, das wechselt alles nicht. Das wechselt alles nicht. So. Bisschen Gas noch hingemalt. Ja, und dann haben wir hier unseren Eimer. So. So ungefähr. Nicht so ungefähr, sondern so leicht kann man erstmal so ein Brunnenmodell zeichnen und später dann immer noch, naja, individuell Position, Lage, alles noch ein bisschen anpassen. Ja, also individualisieren, wie du halt das am liebsten haben möchtest. Darauf kommt es ja immer an. So, hier machen wir auch noch einen Schatten drauf von dem Pfahl, dass das klarer ist, was hier passiert. So kannst du beliebig das jetzt ausarbeiten, wie dir das gefällt sozusagen. Ja. Wichtig ist, dass du wirklich immer hier Licht und Schatten beachtest, damit genau gezeigt wird praktisch, wo beginnt das Licht hier und wo hört das auf. Ich werde mal hier noch mal das ein bisschen stärker zeigen. Also die Fehle. Und dann kommen wir langsam da wirklich hin. Oder wir sind schon da, dass wir hier wirklich uns unseren alten Brunnen, die alten, ein wenig Nostalgie wieder hochkommen lassen haben, ja. Ich finde, das macht ja immer auch die Sache so aus, ja, dass man, wenn ich heute Fahrrad fahre zum Beispiel auf Dörfern und sehe dann alte Scheunen, die ja relativ selten geworden sind, ist das immer wie so eine Rückreise in die Vergangenheit zu meiner Kindheit. Ja. Die haben irgendwie ein gewisses Herz, die Scheunen. Einen Brunnen sieht man heute fast gar nicht mehr, aber so war halt lebenswichtig. Die Brunnen sind ja heute alle unterirdisch. Ja, so. So, hier gehen wir noch ein bisschen raus mit den Steinen. So, dann sind wir fertig. Wie gesagt, denk immer an die Grundlage, dass das Ganze darauf basiert. Ja? Auf dieser Form. Du siehst, in meinen anderen Videos habe ich dir gezeigt, wie du Ellipsen zeichnest und daraus Dinge entwickelst, Glastasse und so weiter. Das ist immer das A und O. Ja? Wenn man das einmal verstanden hat, kann man das auf sehr viele Systeme übertragen, beziehungsweise nicht Systeme, sondern Objekte eher. Ja?
So, der ist fast schon ein bisschen klein, der Eimer, um mir Details zu zeigen. Ja. Aber es geht schon so, alles okay. So, also, ich hoffe, ich konnte dich ein bisschen in die Vergangenheit entführen und mit dem Bleistift wieder etwas zeigen, wie du dir bestimmte Sachen erarbeiten kannst, Schritt für Schritt. Dass auch, ich habe jetzt die Zeichnung nicht groß vorbereitet, dass du auch direkt, ich habe jetzt sehr laut mitgedacht immer, ja, so dich sozusagen ein bisschen reinschauen lassen, wie mein Denken funktioniert, dass immer die Lichtquelle im Hinterkopf ist und dass sich gewisse Sachen, also wie die Perspektive, dass wir leicht raufschauen, auf alles auswirkt in der in der Zeichnung und dadurch viel leichter zu zeichnen ist. Also weniger Vorbereitung bedarf, weil du beim Zeichnen denkst und dass deine Hand dann halt ausführt, ja. Also, ganz lieben Dank fürs Zugucken. Ich freue mich, wenn du den Abo-Button drückst, mir ein Like lässt und wenn du Fragen hast, schreib's mir einfach in die Kommentare. Und wenn du tiefer eintauchen willst, in der Beschreibung unter dem Video findest du noch einen kostenlosen Zeichenkurs, wo du dich auf ähnlichem Weg ausprobieren kannst und neue Erfahrungen sammeln kannst. Also schau gern unten rein bei dem Zeichenkurs. Oder wenn du richtig einsteigen willst, geh auf meine Akademie Schmidts Zeichenwelt, eine Lernplattform. Und dort kannst du zum Beispiel den großen Zeichenkurs vom Anfänger zum Meister belegen, wo wir wirklich Stück für Stück das Zeichnen intuitiv lernen, auch realistisch zeichnen, aber auch uns immer wieder um den Aufbau der einzelnen Formen kümmern. Ja? Also, ich freue mich, wenn wir uns zum nächsten Video bei Schmidts Zeichenwelt wiedersehen. Bis dahin, alles Gute für dich.